Der Umstieg von Canon auf Sony. Ich habe es getan. Das ist die Sony A7R Mark III und ich nehme euch heute mal mit zum ersten großen Shooting mit der Sony und ich bin wirklich gespannt, ob die Sony die Vorteile bietet, welche mir versprochen worden sind und ob wir unsere Objektive verwenden können von Canon, ob der Adapter funktioniert, wie der Autofokus funktioniert. Viele Fragen habe ich. Ich besitze die Kamera erst seit 3 Tagen und wir sind einfach gespannt, wie das Shooting heute läuft. Also komm mal mit, viel Spaß! Nach einem kurzen und starken Schneeschauer an dieser Onshore-Windanlage einige Kilometer von Münster entfernt zeigte sich endlich die Sonne. Der Profoto B1 und B2 übernahm erneut die Lichtsetzung und der neue Profoto-Sender mit Sony-Anschluss erfüllte auch seinen Dienst. Mit dem Sigma Art 35mm und dem MC11-Adapter an der A7R III konnte es losgehen. Neben den Fotos testeten wir natürlich auch die Filmfunktion mit 120 Frames in Full HD. Dank des Vollformatsensors waren die Aufnahmen absolut nicht mit der Sony Alpha 6500 zu vergleichen. Mit dem Beauty Dish am B1 als Hauptlicht und der Sonne als Gegenlicht haben wir eine perfekte Lichtsituation geschaffen. Beim Kunden vor Ort konnten wir sowohl Outdoor als auch Indoor den Eye-Autofokus auch mit mehreren Personen ausgiebig testen. Indoor benutzen wir erneut das MacBook, um die Bilder direkt dem Kunden zeigen zu können. Nach knapp 7 Stunden Shooting und über 3 Stunden Autofahrt an diesem Tag hatten Assistentin Caro und ich es endlich geschafft. Feierabend. Naja, fast. Ja, Fotos übertragen und bearbeitet. Das erste Shooting mit der Sony A7R III. Die Sony ist wirklich der Hammer. Also der Eye-Autofokus funktioniert hervorragend. Das Sigma MC11 Adapter ist wirklich unglaublich gut in Kombination nicht nur mit den Sigma Art Objektiven, sondern auch mit den großen Canon Objektiven. Wir haben einen Canon 85er 1.2, was wir sehr, sehr viel für Porträts verwendet haben. Und das hat wirklich abgeliefert. Also wir haben den Eye-Autofokus eingesetzt, wir haben da wirklich 1,4er Blende verwendet bei 85 mm und das wirklich auf den Punkt scharf hinzubekommen, das hat die Canon 5D3, glaube ich, nie wirklich hingekriegt, beziehungsweise wahrscheinlich nur bei 5-10% der Bilder hingekriegt. Also einen riesen Ausschuss hatten wir da bei den letzten Shootings mit Canon. Und da hat die Sony wirklich trotz des Adapters, trotz der Kombination Sony auf Canon-Objektiv wirklich ziemlich gut abgeliefert. Also von daher, da waren wir sehr, sehr überrascht. Wir wussten natürlich, dass es mit Sigma Art sehr gut funktionieren wird. Das wurde ja auch angekündigt. Aber dass es mit Canon auch so gut funktioniert, das hat mich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Also von daher, das war der erste Punkt. Dann Akku war der zweite Punkt, hat Sony verbessert. Wir haben wirklich 7 Stunden durchfotografiert. Wir haben den Akku nicht platt gekriegt. Natürlich auch deshalb, weil wir keinen zweiten oder dritten Akku hatten, weil Sony da gerade quasi ausverkauft ist. Wir haben welche vorbestellt, aber leider haben wir bisher nur einen Sony-Akku für die A7R III. Aber er hat absolut ausgereicht. Dann natürlich als nächster Punkt die 2 SD-Karten-Slots. Funktionieren wirklich gut, weil man natürlich einfach die Sicherheit hat, dass man zweimal die ganzen Daten absichert und abspeichert. Das war ja bei der alten Sony A7R II nicht der Fall. Man hatte nur einen SD-Karten-Slot und wenn die Speicherkarte mal hops gegangen ist, dann hatte man ein sehr großes Problem. Und das zu den positiven Sachen, natürlich Eye-Autofokus etc. Man hat viele Knöpfe, ich habe mir die direkt vorne mit draufgelegt, die beiden Autofokuspunkte. Dann kommen wir zu den negativen Eigenschaften, wenn man das überhaupt so nennen kann. Das sind eigentlich nur Kleinigkeiten. Was mich so ein bisschen gestört hat,
Wir schießen auf 42 Megapixel Vollformat, entspricht also 48 MB pro Bild, pro RAW-Datei. Wenn ich jetzt an Hochzeiten denke, sehe ich ein kleines Problem, weil wir natürlich bei der Größe, vorher konnten wir in M-RAW oder S-RAW bei der Canon einfach fotografieren. Und da sehe ich halt das könnte ein kleines Problem werden, sage ich mal, weil wir natürlich mit 42 oder 48 MB super viele Daten produzieren, die wir einfach nicht brauchen. Ne? Also ich habe mit der Canon 5D Mark III mit M-RAW fotografiert, das waren, glaube ich, 12 Megapixel. Das habe ich über Jahre lang gemacht. Mehr braucht ein Brautpaar einfach nicht. Und Sony bietet es nicht an, ein kleineres RAW-Format abzuspeichern. Jedoch für JPEG ist das Ganze möglich. Also das ist leider wieder die Sony-Logik, was ich nicht ganz nachvollziehen kann, warum Sony das so gemacht hat. Das ist so ein kleiner negativer Punkt. Aber ansonsten kleine Sachen, das ist natürlich der Umstieg von Canon auf Sony. Die Haptik, der Grip der ganzen Kamera ist natürlich nicht ganz so optimal wie bei Canon. Obwohl man natürlich sagen muss, es wurde ganz klar verbessert. Der ganze Body ist einfach größer als bei der A7R II. Und vorher habe ich jetzt mit der Sony Alpha 6300 und 500 gearbeitet. Das sind natürlich Welten. Und von daher ist es Meckern auf hohem Niveau und man kann natürlich die Canon-Bodies nicht mit den Sony-Bodies vergleichen. Von daher hat Canon da schon wirklich sehr, sehr viel gemacht. Dann der Record-Button für Video, den haben die endlich richtig gut positioniert, direkt neben den Sucher, schön für den Daumen, dass der den gut findet. Also von daher fast keine negativen Punkte und wir sind absolut happy mit der A7R III. Wir wollen noch ein paar Sachen testen bezüglich Farbgebung, ob da wirklich ein Unterschied zwischen Canon-Sensor und Sony-Sensor zu sehen ist. Aber das Ganze im nächsten Video und ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal das Ergebnis vom Shooting. Viel Spaß damit. Ciao.